Hab keine Angst vor Musiktheorie. Ich habe das Gefühl, dass vor allem Producer große Angst vor Musiktheorie haben. Ein diffuses Wort, was von den meisten am liebsten nicht beachtet werden will. Ich möchte da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und starte für euch die Serie Musiktheorie für Produzenten. Mit jedem Video bekommt ihr einen Einblick in verschiedene Teile der Musiktheorie. Dabei beschränke ich mich vor allem auf das Wissen, was man für elektronische Musik haben sollte. Ob ihr euch mit Musiktheorie auseinandersetzen wollt und beschäftigen wollt, bleibt natürlich komplett euch überlassen. Ich finde, ein Grundstock an Wissen kann dabei helfen zu verstehen, was man da überhaupt machen will. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz ohne theoretisches Wissen gute Musik machen, gerade mit den Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben. Heute möchte ich ganz basic starten und zeige euch, was Tonarten und Tonleitern sind. Die meiste Musik ist in einer Tonart geschrieben. Ihr habt bestimmt schon mal sowas gehört, wie der Song ist in F-Moll oder G-Dur geschrieben oder so. Der Buchstabe im Namen definiert die Grundnote, also die Note, auf der die Tonart aufgebaut ist. Mit Dur oder Moll wird auf eine bestimmte Art von Tonleiter hingewiesen, also die Abstände, in der Töne aufeinander folgen. Dur-Tonleitern werden meistens als freundlich beschrieben. Moll-Tonleitern hingegen sind eher melancholisch. Ganz grob gesagt bestimmt die Tonart, welche Noten ihr in eurem Song benutzen könnt, ohne dass es unharmonisch wirkt. Das westliche Notensystem besteht aus insgesamt 12 Tönen. Eine Tonleiter hingegen besteht nur aus 8 von diesen 12 Tönen und bestimmt, welche der Töne zu einer bestimmten Tonart gehören. Dazu wurden die Tonhöhen in Ganzton- und Halbtonabstände eingeteilt. Auf einer Klaviatur sieht man das ganz gut. Der Abstand zwischen zwei einzelnen Tasten, also zum Beispiel einer weißen und einer schwarzen Taste, ist ein Halbtonschritt. Der Sprung von einem C zu einem Cis zum Beispiel ist ein Halbton. Der Sprung zwischen zwei weißen Tasten, zum Beispiel zwischen einem D und einem C, ist ein Ganztonschritt. Hier gibt es allerdings zwei Ausnahmen. Der Sprung zwischen einem E und einem F und zwischen einem H und einem C ist ein Halbtonschritt. Hier sind auch keine schwarzen Tasten zwischen. Eine Tonleiter definiert, welche Tonabstände zwischen zwei Noten zu einer Tonart gehören. Eine Dur-Tonleiter könnt ihr ab dem Grundton mit folgenden Abständen aufbauen: Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Ganzton und am Ende nochmal ein Halbtonschritt. Für C-Dur ist das einfach, denn das sind einfach alle weißen Tasten ab dem C. Nach dem Raster könnt ihr aber auch ganz einfach alle anderen Dur-Tonleitern aufbauen. Eine F-Dur-Tonleiter zum Beispiel besteht aus F, G, A, A-Is, C, D, E und am Ende wieder F. Molltonleitern haben etwas andere Abstände. Ab dem Grundton gilt Folgendes: Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton und am Ende nochmal ein Ganztonschritt. Nach dem Raster könnt ihr ganz einfach eure Molltonleitern eurer Wahl aufbauen. Zum Beispiel E-Moll mit E, Fis, G, A, H, C, D und E. Tonleitern und Tonarten bilden also das harmonische Grundgerüst für euren Song. Im nächsten Teil der Serie gucken wir uns an, wie ihr auf Basis von Tonleitern Akkorde bilden könnt. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.